Ja, servus bei Planet Eternia TV. Wir haben heute mal wieder ein Unboxing am Start und zwar mit diesem Paket hier. Es können sicherlich schon einige denken, was das ist. Es ist mal wieder nach langer Zeit ein neuer Classics-Artikel. Ja, die Personen, die da vorne stehen, geben schon leichte Hinweise drauf. Es ist natürlich Stridor. Mal schauen. Also gleich zum Mailer, finde ich ganz interessant. Das sieht man hinten, also erst einmal ist der Mailer an der Seite zusammen mit so Tesafilm und hinten ist so ein Postaufkleber. Also theoretisch ist der dazu gedacht, dass man da direkt das Postetikett drauf pappt, aber haben sie ja in diesem Fall nicht gemacht. Dann machen wir mal auf. So, wow. Also man sieht, es ist im Mailer auch nochmal mit so einer Luftpolsterfolie drin. Okay. Also ist der Mailer tatsächlich dazu gedacht, dass man es darin verschickt. Okay. So, dann werden wir den Mailer weg. Also man sieht schon auf der Rückseite, jetzt nehme ich mal aus der Luftpolsterfolie. Weg. Man sieht schon auf der Rückseite keine Biografie, sondern coolerweise die Figuren von Collector's Choice von Wave 1 und Wave 2. Ziemlich cool. So, und dann drehen wir mal um. Und da ist es. Stridor. Und es hat auf in der Packung die Vintage-Kappe. Also für Vintage-Enthusiasten können es im MIB stehen lassen. So, und jetzt machen wir mal die Packung auf. Jetzt schauen wir, ob da überhaupt... das ist auch dieser Film. Also jetzt noch hier so eine Nahaufnahme. Haha. Passt. So, wo ist jetzt wieder der Tesafilm? Hier. Und da. Und da ist einer. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es ziemlich cool mit mit den Bildern von der Wave, von den Waves von Super 7. Das ist irgendwie eine runde Geschichte. In der Zwischenzeit, wer sich wundert, was da der Dragster in der Hand hat, das ist ein Zauberschwert des Bösen vom DJ Force Shapeways oder vom Shapeways Store von DJ Force. Ich weiß gar nicht, ob er die überhaupt noch im Store hat. Ich verlinke ihn trotzdem dann mal im Video. Ich glaube, da ist noch so ein reines Schwert, wo man sich in bestimmten Farben in der Form bestellen kann. Also für Hörspiel, Nachstellungen perfekt. So. Also falls sich einige wundern, warum ich da jetzt beide Seiten aufsäbel, ich mache die Packung dann immer flach, weil das braucht einfach viel zu viel Platz, wenn die Packungen immer mit Luft auch noch eingelagert werden. So, jetzt müssen wir schauen hier, dass ich da irgendwas kaputt mache. So. Und jetzt kann ich es ja schon mal aus der Seite rausziehen. Macht nicht. So, damit ist es aus der Packung heraus. So sieht es ausgepackt aus. Und natürlich die Hölle. Hinten 130 irgendwelche Seile. Aber ich glaube, das ist gar nicht so schlimm. Aber ich glaube, das schneide ich dann raus beim Video. Ja. So, erstes schon draußen. Ja, das ging einfach. Ja, die sind gut. Die sind sehr gut gelöst. Das geht einfach.
So. So. Nächstes Seil. Da kommen wir schon mit den Classics Helm, Kappe, wie auch immer. Also man sieht, es ist im Grunde eine Kopie in Rot oder Orange vom Nightstalker Helm. Und jetzt, so, man kann also einen etwas poppigeren Nightstalker jetzt machen. Ja, dann mache ich mal mit meinen Dingern da weiter hier. Befestigungen. Das ist immer ein Bäume hier. Oh, davon sind auch noch Haltegummis. Okay. Also das Ganze ist jetzt heute nicht als Livestream, weil ich finde, dann ist die Qualität immer so mies. Und ich mache das jetzt mal wirklich in 1080p, dann kann man das besser sehen, als wenn es einfach direkt gestreamt wird und man irgendetwas Pixeliges hat. So, da unten ist auch noch irgendwas. Eine Befestigung von was eigentlich? Auch von dem Hufner. So. Ich glaube, ich habe mich damals beim Nightstalker was anstrengenderes ausbackeln. Habe ich irgendwie so in Erinnerung. Vielleicht auch nicht. Vielleicht ist es einfach nur falsche Erinnerung. So, jetzt schauen wir. Aber man kann ihn einfach jetzt da so. Alte Gummis. Okay, das war einfach. So, dann entferne ich mal diese Schutzplastikteile da. So. Mann, das ist jetzt der nervigste Teil vom Ausbackeln, das ist ja super. Okay, da hat sich da irgendwie das Gelenk eingezogen. Komm jetzt. Jetzt hat. Juhu, geschafft, man sieht. Der schöne Müllhaufen. Also. Oh wow. Ich glaube, ich habe sogar. Das muss ich jetzt noch jetzt sagen. Also hier ist Stridor. Es ist, glaube ich, definitiv eine Komplettkopie in Stridor-Farben, heroischen Farben, wie auch immer. Es hat nicht, wo sich alle drüber... ich habe nur einen Gummi vergessen vom Laser hinten. So, der ist auch irgendwie da im Gelenk drin. So, jetzt nehmen wir. So, jetzt kommen wir den Laser hinten auch dran. Logischerweise. Es ist innen drin, die Steuerung ist mit Aufkleber gelöst. Wie beim Nightstalker, aber ich sehe gerade, also es ist definitiv ein neuer Aufkleber. Es ist nicht der Aufkleber vom Nightstalker. Also da haben sie was unterschiedlich gemacht. Aber der Rest ist definitiv eine Kopie. So, jetzt setzt man Nightstalker wieder sein. Nein, Fisto bleibt stehen. So, seinen normalen Helm auf. Und hier, jetzt muss ich mal das Herz sagen, jetzt tun wir zur Sicherheit an Dragster raus. So, lustigerweise, der eine Laser bei mir, beim Nightstalker, ist ein bisschen verbogen. Und ich versuche es mal irgendwie in die Kamera zu halten, ja genau. Und der vom Stridor, der andere, der ist auch ein bisschen verbogen. Also ich glaube, das liegt an der Art, wie es eingepackt ist, dass der da einfach wahrscheinlich hinten also zu weit eingepresst wird von den Gummis oder von den Halteseilen und dann verdrückt es den Laser.
Nicht optimal, aber ist halt so. Jetzt zeige ich nur mal den Steuerungsaufkleber. Und das ist der Steuerungsaufkleber vom Night Stalker. Also da ist definitiv ein Unterschied. Also es ist keine Komplettkopie, wenn man es mal so. Oder ein Neuguss, weil Repaint ist es ja im Grunde auch nicht. So, jetzt schauen wir, ob der da auch beim Night Stalker drauf passt. Ja, natürlich, wunderbar. Also wenn jemand will, kauft er sich einfach so eine Vintage-Kappe vom Motox Streeter und färbt es um in lila und schon hat er die Vintage-Kappe auch fürs Night Stalker. Genau, aber jetzt machen wir hier definitiv so Motok. So, und wer sitzt natürlich eigentlich im Night Stalker? Natürlich der Jitsu. Und wer sitzt eigentlich im Streeter oder Strider, wie auch immer? Natürlich Fisto. So. So, wunderbar. Wunderbar. Also ich muss sagen, meine Kamera schauen. Fisto. Hallo. So. Ja, also wie halt bei Night Stalker, aber wieder Gelenke in den Beinen, Knie, Knöchel oder wie auch immer man das bei Pferden nennt, bei Maschinenpferden sowieso. Der Hals ist drehbar, was weiß ich. Er hat natürlich dann diese seltsamen Lücken, aber so war es ja schon bei Night Stalker gelöst und es sind ja die Formen gewesen, also warum sollte es jetzt anders sein? Genau, jetzt nochmal mit Vintage, Haube, Helm. Der passt sogar fast besser, muss ich sagen. Der klipst schön drauf. Also ich glaube fast, ich lasse den drauf. Weil das mit dem Horn und diesem bösen Schau, das passt irgendwie besser zu Night Stalker. Coole Sache. So, jetzt schaust du wieder gerade fest. Also, da ist jetzt dem Zweikampf nichts mehr entgegenzusetzen. Ja, coole Sache. Jetzt machen wir nochmal eine Rundumsicht. Also qualitätsmäßig fühlen sich gleich schwer an. Es fühlt sich genau gleich an. Die Haube ist genau dasselbe. Also ich sehe eigentlich keine. Jetzt schauen wir mal. Das waren auch keine. Vielleicht die Gelenke ganz leicht. Obwohl, na, das passt da. Die Gelenke sind in Ordnung. So, ich habe jetzt noch ein paar Alternativen. Ich habe ja vorher schon Rex da drin sitzen gehabt, aber ich finde, wer sollte ein Robotpferd besser reiten können? Ach, Fisto bleibt da. Als Roboto. Passt doch super. Hallo. Und natürlich Dragstore. Also ich muss sagen, passt. So, hier. Fieser Zweikampf aus dem Pferd, der natürlich Roboto im Vorteil mit seiner Blasterkanone. Aber Zauberschwert des Bösen ist eigentlich stärker. Jitsu und Fisto schauen etwas verwirrt rein. So, also ich muss sagen, ich bin eigentlich sehr positiv überrascht. Steht auch wie Night Stalker Show relativ stabil. Klar muss man ein bisschen die Beine rumwackeln, damit es irgendwie halbwegs normal ausschaut. Aber jetzt machen wir hier den Klassiker. So, irgendwie. Das ist, glaube ich, der Schaum ist fast ein bisschen. Ich glaube, das geht schon beim Night Stalker. Ne? Also bei mir steht der Night Stalker auch immer auf alle Vieren. Also, ich muss sagen, dann machen wir es mal so. Hervorragend. Also vielen Dank, Super 7. So muss das sein. Bestellung, Lieferung innerhalb von. Gut, das ging jetzt nicht über Super 7, sondern mit Space, aber so muss es sein. Innerhalb von ein paar, das war ja nur mal, kann man ja fast mal in Monate
war das im Mai die Vorbestellung? Ich weiß es gar nicht mehr. Auf alle Fälle wirklich mal ein neues Gefühl. Man bestellt Classics Artikel vor und kriegt es dann im gleichen Jahr. Super. Also, ich hoffe, es hat allen gefallen. Jetzt nochmal hier die Rundumsicht. Also, so muss es sein. Ich freue mich schon sehr. Also, wenn das so wird, die nächste Wave, die Wave 2 von den Moto Classics Figuren, Collector's Choice, wenn die genauso wären von der Qualität, super Geschichte. An dieser Stelle noch ein Hinweis, falls jemand noch nicht gesehen hat, also wir machen auch von der kommenden San Diego Comic Con, machen wir auch nochmal Livestreams, zwar auch einmal Planet Eternia TV, einmal am 19. Juli, das ist der Donnerstag, wirklich ganz live um 2:30 Uhr in der Früh, live zur Preview Night. Also wenn die Preview Night Ortszeit San Diego startet, da ist es ja bei uns dann eben 2:30 Uhr oder 3 Uhr in der Früh, da starten wir mit unserem Livestream, wird natürlich dann auch nicht ganz so ausführlich sein, weil mitten in der Nacht, aber wir schauen, dass wir so die ganzen Neuerungen unterbringen, aber dann wirklich in epischer Breite gibt es dann den Podcast, das Semanische Quartett Livestream am Freitag drauf, am Abend um 21 Uhr, gibt es natürlich auch immer, stelle ich die Links rein ins Video und auf PE werden wir auch nochmal darauf hinweisen, aber sollte man auf alle Fälle nicht verpassen. Also bis dann, Servus.